Vor 75 Jahren wurde das Konzentrationslager Mauthausen von der 11. Panzerdivision der US-Armee befreit. Wir begrüßen Sie im Namen der Veranstalter, dem Mauthausen-Komitee Österreich, der österreichischen Lagergemeinschaft Mauthausen und dem Komitee International Mauthausen. Menschlichkeit ohne Grenzen ist der diesjährige Schwerpunkt der Gedenkfeier. So schmerzhaft und erschütternd das Erinnern der Nazi-Gräueltaten ist, doch die Teilnahme vieler tausender Menschen an den Befreiungsfeierlichkeiten, insbesondere durch die Teilnahme von Überlebenden und Befreiern, ist aus dem Konzentrationslager Mauthausen das Mahnmal Mauthausen geworden. Wir haben Menschen auf der ganzen Welt, also ohne Grenzen, um ihre Gedanken zu diesem historischen Ereignis befragt. Überlebende werden zu Wort kommen, Musik wird diese Feier wie jedes Jahr begleiten. A warm welcome. Bienvenue. Benvenuti. Bienvenido. Herzlich willkomna. Bine azzvenit. Hartanlänger välkomna. Benvindo. Vitajmi. Dobrodošli. Tervetuloa. Szeretettel köszöntjük. Bruchim chabaim. En warm velkomst. Dobrodošli. Hoş geldiniz. Dobro pošalovat. Herzlich willkommen. Als im Mai 1945 die befreiten Häftlinge begannen, sich körperlich langsam zu erholen, war es für viele völlig undenkbar, an diesen Ort des unendlichen Leidens zurückzukehren. Zu tiefgreifend hatte die oft jahrelange KZ-Haft diese Menschen traumatisiert und zu wichtig erschien es für fast alle, diese Zeit hinter sich zu lassen und einer zwar ungewissen, aber Zukunft in Freiheit entgegenzugehen. Sehr bald aber erkannten viele KZ-Überlebende, dass die regelmäßige Wiederkehr nach Mauthausen als freie Staatsbürger und die Teilnahme an einer Befreiungsfeier für jeden Einzelnen eine große Bedeutung hatte. In den ersten Jahren oder Jahrzehnten, als einander noch tausende KZ-Überlebende jedes Jahr im Mai in Mauthausen trafen, war die Befreiungsfeier auch eine Katharsis für diese Menschen. Zu wissen und sich zu versichern, dass man überlebt hatte, sich mit den Leidensgenossen auszutauschen und dann wieder nach Hause zu fahren, half vielen bei der Bewältigung der massiven Traumatisierung. Eine weitere gesellschaftspolitische Funktion dieser Gedenkfeiern bestand in der Aufklärung, im Nicht-Vergessen-Dürfen und in einem unüberhörbaren Nie wieder. Der Austausch mit den Jungen verstand sich für die meisten KZ-Überlebenden ohnehin von selbst. Die erste offizielle Befreiungsfeier in Mauthausen fand bereits im Jahr 1946 statt, bei der auch eine Kundgebung am Fuße der Todesstiege im Steinbruch mit mehr als 10.000 Menschen abgehalten wurde. In einem offiziellen Schlussdokument verpflichteten sich die nationalen Delegierten mit ihren Unterschriften, die Befreiungsfeier in Hinkunft jährlich durchzuführen. Traditionell am zweiten Sonntag im Mai kommen die internationalen Delegationen hier zusammen. Dies blieb jedoch über Jahrzehnte eine Angelegenheit der Überlebenden, ohne große Resonanz in der österreichischen Gesellschaft. In den ehemaligen Außenlagern blieben die Überlebenden bis in die 1990er Jahre mit ihren Gedenken fast alleine. Oft waren von den Lagern nur spärliche Reste oder gar keine Spuren geblieben. Erst mit der Eröffnung des Museums 1970 durch Bundeskanzler Kreisky begann die öffentliche Aufmerksamkeit in Österreich ein wenig zu wachsen. Ab nun gab es auch regelmäßig größere österreichische Beteiligung an der Feier, auch durch Reden von hochrangigen österreichischen Politikern. Das Mauthausen-Komitee Österreich übernahm das Vermächtnis der Überlebenden, die Gedenkfeier bis heute in enger Kooperation mit dem Komitee International de Mauthausen und der österreichischen Lagergemeinschaft zu organisieren. Mit finanzieller Unterstützung der öffentlichen Hand, aber ohne die zahlreichen Spenden wäre die Arbeit nicht möglich. Im Vergleich zu den Anfängen und den Aktivitäten der folgenden Jahrzehnte haben sich die Feierlichkeiten im Umfang und Ablauf verändert, nicht aber in ihrer grundlegenden Zielsetzung. Europaweit ist die Befreiungsfeier in Mauthausen die mit Abstand größte, mit den meisten internationalen Teilnehmern.
Über 100 weitere Feiern an Orten ehemaliger Außenlager oder anderer nationalsozialistischer Verfolgung bewahren die Erinnerung und verhindern das Vergessen. KZ-Überlebende gibt es heute nur mehr wenige. Noch weniger sind in der Lage, jedes Jahr die Reise nach Mauthausen anzutreten. Wir haben von ihnen jedoch den Auftrag übernommen, die Befreiungsfeiern weiterhin jedes Jahr zu begehen und der Jugend dabei eine zentrale Rolle zuzuschreiben. Die Jugendkundgebung zuerst im Steinbruch und später dann am Jugenddenkmal erfüllt diesen Auftrag in berührender Weise. Von August 1938 bis Mai 1945 war in Mauthausen nur Deutsch erlaubt. Am 16. Mai 1945 legten die Überlebenden den Mauthausen-Schwur am Appellplatz in 16 Sprachen ab. Ein Bekenntnis, abgeleitet aus den Erfahrungen der KZ-Internierung, solidarisch und geeint für eine bessere Welt einzutreten. Den Überlebenden zur Ehre und den Lebenden zur Mahnung tragen junge Menschen aus den Ländern, die damals im KZ Mauthausen Opfer zu beklagen hatten, diesen Schwur heute wieder in ihrer Muttersprache vor. Tiere von einem von den schlimmsten und blutigsten KZ-Tagen ab, die vom Lager Mauthausen. אנו עומדים לחזור הביתה, לארץ שלנו, המשוחררת מהפשיזם אשר התפשט לכל עבר. I prigionieri liberati, che fino a ieri hanno rischiato la morte per mano dei boia della bestia nazista, ringraziano dal profondo del cuore le nazioni vincitrici alleate per essere stati liberati e salutano tutti i popoli acclamando la riconquistata libertà. Višegodišnji boravak u logoru usadio je kod svih nas duboko uverenje o vrednostima zbratimljenja naroda svih nacionalnosti. Shodno ovim idealima položimo svečanu zakletvu da nastavljamo borbu, čvrsti i ujedinjeni, protiv империализма и против подстицания мržnje među narodima. Мир был освобожден от угрозы гитлеровского порабощения совместными усилиями всех народов. И мы должны считать эту завоеванную свободу общим благом для всех народов. Ominipe tena patlipe hi o garantia fi abast le flogenta. Te o upre panipe le temesta upre neve goele socialite. Nacionali u la besta o jegošno tromhi. Use jek mirni que tani pesqueri putile stondenta de flogenta. Ya reconquistadas nuestra libertad y la de nuestros países, queremos guardar en nuestra memoria la solidaridad internacional del campo, recogida en tan sabia enseñanza. Wir werden einen gemeinsamen Weg beschreiten. Le chemin de la liberté, indivisible pour tous les peuples. Το δρόμο του αμοιβαίου σεβασμού. Το δρόμο της συνεργασίας, το μεγάλο έργο της δημιουργίας ενός νέου. Egy új, mindenki számára igazságos, szabad világ felépítésén munkálkodva. Дорогою взаємоповаги та співпраці у великій справі побудови нового, вільного та справедливого світу. Pojďme společnou cestou, cestou nedělitelné svobody všech národů, cestou vzájemného respektu. Le chemin de la coopération pour construire un nouveau monde libre et juste pour tous. Den Weg der Zusammenarbeit am großen Werke des Aufbaus einer neuen, für alle gerechten, freien Welt. We zullen ons altijd de verschrikkelijke offers herinneren die de verovering van deze nieuwe wereld voor elke natie heeft gekost. Ter nagedachtenis aan het bloedvergieten door alle volkeren. Ter nagedachtenis aan de miljoenen broeders die zijn vermoord door het nazifascisme. Zweren wij plechtig dat we dit pad nooit zullen verlaten. Na varnih temeljih mednarodne skupnosti želimo padlim za svobodo postaviti najlepši spomenik. Svet swobodnych ludzi. Na solidnym fundamencie wspólnoty międzynarodowej chcemy zbudować żołnierzom poległym za wolność najpiękniejszy pomnik. Świat wolnych ludzi. We want to erect the most beautiful monument that one could dedicate to the soldiers who have fallen for the cause of freedom of the international community on a secure basis. A world of free men. Wir wenden uns an die ganze Welt mit dem Ruf: Helft uns bei der Arbeit. Vive die internationale Solidarität. Vive Freiheit. עזרו לנו במשימה זו. יחי הסולידריות הבינלאומית. יחי החופש. Viva la solidarietà internazionale. Viva la libertà. Živela međunarodna sloboda. Živela solidarnost. Да здравствует международная солидарность. Да здравствует свобода. De Chili Internationali
Solidarität. De Chile o Napantlipe. Ayúdanos en nuestra tarea. Viva la solidaridad internacional. Viva la libertad. Vive la solidarité internationale. Vive la liberté. Βοηθήστε μας σε αυτό το έργο. Ζήτω η διεθνής αλληλεγγύη, ζήτω η ελευθερία. Segítsetek ebben a munkában. Éljen a nemzeti szolidaritás, éljen a szabadság. Допоможіть нам у цій роботі. Хай живе міжнародна солідарність. Obracíme se na celý svět s výzvou, pomozte nám s tímto úkolem, ať žije mezinárodní solidarita, ať žije svoboda. Lang leven internationale solidariteit. Lang leven de vrijheid. Wspomóżcie nas w tym wysiłku. Niech żyje solidarność między narodami. Niech żyje wolność. Pomagajte nam pri tem delu. Naj živi mednarodna solidarnost, naj živi svoboda. We direct ourselves to the entire world, shouting, help us in this work. Long live international solidarity. Long live freedom. Liebe Freundinnen und Freunde, unsere beiden Moderatorinnen, die bekannten Schauspielerinnen Mercedes Echerer und Constantia Breit-Ebner, haben ja schon eingangs darauf hingewiesen, warum es heute diese virtuelle Befreiungsfeier gibt. Mir ist es persönlich noch einmal wichtig klarzustellen, dass die virtuelle Befreiungsfeier keinesfalls ein würdiger Ersatz für eine Befreiungsfeier in der Gedenkstätte Mauthausen sein kann. Die persönlichen Begegnungen mit den Überlebenden, ich denke an die Gespräche mit Ed Mosberg, Ava Levit oder mit dem kürzlich verstorbenen Richard Wadani, haben mich persönlich und politisch immer sehr berührt. Dazu gibt es keine virtuelle Alternative. Die diesjährigen Befreiungsfeiern stehen unter dem Motto Menschlichkeit ohne Grenzen. Wir haben zuvor den Mauthausen-Schwur gehört. Da heißt es, das schönste Denkmal, das wir errichten können, ist die Welt des freien Menschen. Wir wenden uns an die ganze Welt mit dem Ruf, helft uns bei dieser Arbeit. Und mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und mit der Befreiung vom nationalsozialistischen Terrorregime wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet. Das Ziel, Frieden und Sicherheit über Grenzen hinaus zu schaffen. Die Menschlichkeit über alle Grenzen hinaus. Menschlichkeit, ein Wort, das in der Nazi-Diktion nicht vorkam. Es war eine Politik des Rassismus, des Antisemitismus, der Menschenfeindlichkeit und des Ausgrenzens. Das Feindbild Nummer 1, die Jüdinnen und Juden, aber auch politische Gegnerinnen und Gegner, Gewerkschafterinnen, Christinnen, Kommunistinnen, Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpferinnen, sie waren dem Nazisystem ausgeliefert. Der Erfolg der Nationalsozialisten war nur möglich, weil es ihnen gelungen ist, Grenzen zwischen Menschen zu ziehen. Verhaftungen und Deportationen in die Konzentrationslager waren die Konsequenz. Der Kampf gegen Covid-19 hat und die ganze Kraftanstrengung, überall auf dem Erdball diesen Virus zu besiegen, hat die eine oder andere politische Debatte in den Hintergrund geschickt. Die politische Debatte über Grenzen, Zäune und Menschlichkeit. Die Debatte über Menschen, die wegen fehlender Perspektiven fliehen müssen. Menschen, die nichts anderes wollen als ein menschenwürdiges Leben. Und es bedarf mehr als nur ein Kopfschütteln, wenn tausende Erntehelfer innerhalb Europas zur Arbeit geflogen werden, aber wir nicht in der Lage sind, Kinder aus den griechischen Lagern in Österreich oder Deutschland Schutz zu bieten. Es ist doch eine zentrale Aufgabe Europas, ein Europa zu bauen, in dem es Menschlichkeit gibt. Oder, wie es der KZ-Überlebende Ava Levit formuliert hat, bedenkt, dass ihr Menschen seid. Das ist das Einzige. Seid menschlich. Ich freue mich jetzt auf das Statement des Präsidenten des Internationalen Mauthausen-Komitees, meines Kollegen und lieben Freund Guy Dockendorf in Luxemburg. Schönen Gruß nach Wien. Bonjour à toutes et à tous. Quelle blague, m'ont dit il y a quelques jours des amis. Comment peut-on, disent-ils, placer le 75e anniversaire de la libération de Mauthausen sous la devise de Humanité sans frontières, Menschlichkeit ohne Grenzen. Effectivement, personne n'aurait pu imaginer il y a un an que nous serions tous en 2020 en confinement et qu'un virus inconnu et mortel allait fermer toutes les frontières. Et pourtant, cette distanciation sociale ne nous empêche pas
de nous réunir aujourd'hui. Alors que nous sommes parfois à des milliers de kilomètres les uns des autres, nous nous sentons proches de vous par le cœur et par l'esprit. Merci donc de participer à cette commémoration virtuelle. Aujourd'hui, nous vaincrons les limites que nous impose non seulement le virus, mais aussi l'espace et le temps. Car cette année encore, nous gardons mémoire de ce qui s'est passé ici, comme nous l'avons appris de nos aînés. Mon papa, déporté politique à Mauthausen, a été libéré le 6 mai 1945 à Ebensee. Dès 1947, il a commencé à revenir ici avec ses camarades de déportation, et dès 1968, il a commencé à organiser des pèlerinages avec des jeunes à Mauthausen. Il disait: Leef gevaarlijk komrode voor Mauthausen. Wie al jaar zonder dem Krieg kom mir hierhin op Mauthausen als een Nederlander. Mir, die wir Chance hatten, für nicht heimzukommen, wo nicht der Teil versprach. Solange wir wibbeln, muss man Zeichnis gehen von dem, was hier geschieht ist. Aussi longtemps que nous bougeons, nous devons rendre témoignage de ce qui s'est passé ici. Et c'est pourquoi nous, les deuxième, troisième et quatrième générations, prenons à cœur le message de fraternité et de solidarité du serment de Mauthausen que nous venons d'entendre en 17 langues différentes par des jeunes de tous les pays. Le mot-clé, c'est celui de solidarité internationale. Bien sûr, à un moment où les frontières physiques et mentales sont fermées, à un moment où le néolibéralisme semble dicter ses règles au monde entier, ce mot de solidarité doit prendre un sens nouveau. En pleine crise de coronavirus, nous nous rendons compte que le seul médicament que nous ayons contre ce virus est la solidarité. Mais une solidarité nouvelle. Être empathique aujourd'hui signifie que nous devons garder des distances par discipline pour nous protéger nous-mêmes, mais aussi pour protéger les autres. Une chose est certaine, nous sommes devenus tous, sans exception, des êtres vulnérables. C'est cette vulnérabilité d'un chacun de nous qui peut devenir la source de nouvelles formes de solidarité. Solidarité nationale et, bien sûr, solidarité internationale. C'est peut-être cela une des leçons de la crise actuelle. Ce n'est qu'ensemble que nous sommes forts et que nous réussirons à créer un monde nouveau, débarrassé de toutes sortes de virus et de toutes sortes de haine. En des moments de détresse comme celle d'aujourd'hui, nous prenons courage en écoutant les messages de nos aînés. Nous nous réjouissons de pouvoir écouter leurs déclarations tout à l'heure. Je voudrais terminer par le message que nous a laissé il y a exactement 50 ans Bob Shepard, président du Comité international de Mauthausen. Un message d'espoir et d'humanité qu'il adresse aux jeunes. Je cite: « Sachez que vos pères ne cherchent pas à tirer de ce devoir qu'ils ont accompli de grand cœur, ni vaine gloire, ni triomphe, ni honneur. Sachez que la souffrance leur a tout simplement, mieux qu'à beaucoup d'autres, ouvert un peu plus les yeux sur les défauts et les qualités des hommes. Sachez aussi que la souffrance a engendré la compréhension, que la haine a engendré la bonté. Ils veulent tout modestement être un témoignage de ce qu'il ne faut plus connaître dans un monde qui peut être si beau. Merci de votre écoute.
Bella Ciao, gesungen von Jugendlichen der spanischen Amical de Mauthausen und Annette, der Delegation aus Empoli, Italien, bei der Befreiungsfeier 2015 im Stollen des ehemaligen Außenlagers Ebensee. Das Ganze war verwoben mit der Orchesterfassung, gespielt von Mitgliedern des Serbian National Theatre. Dieses Lied wurde durch die italienische Widerstandsbewegung gegen den Faschismus während des Zweiten Weltkrieges weltweit bekannt. In zahlreiche Sprachen übersetzt wurde Bella Ciao zur antifaschistischen Hymne. Mehr als 200.000 Menschen waren von 1938 bis 1945 im Konzentrationslager Mauthausen inhaftiert. Wir werden sie niemals vergessen. Auch dieses Jahr wären ehemalige KZ-Häftlinge, die Überlebenden, zur Befreiungsfeier gekommen. Sie sind traurig, dass dies nicht möglich ist. Die Gedenkfeier 2020 als virtuelles Ereignis bietet uns jedoch die einmalige Chance, Zeitzeuginnen und Überlebende doch zusammenzubringen. Und wir konnten darüber hinaus auch jene einladen, für die eine Anreise vielleicht schon zu beschwerlich geworden wäre. Wir werden sie in der kommenden Stunde immer wieder erleben dürfen und begrüßen sie mit großer Freude und Dankbarkeit vor den Bildschirmen. I am grateful to the Mauthausen Committee for organizing the annual ceremony celebrating the liberation of Mauthausen and all 47 sub-camps. We must remember the 186 death steps of the Mauthausen quarry, where many prisoners were pushed to their death, as well as how prisoners were starved to death at the Ebensee concentration camp. I was liberated from Linz. My wife Cecile was liberated from Mauthausen. Here is a picture of us taken at the bottom of the death steps. We should never forget the atrocities that were committed by the Nazis, and we should not forget or forgive, because we have no rights to forgive. Only the dead can forgive. We could not prevent their first death. We should not let them be killed again. Once more, I would like to thank Christa Bauer and the Mauthausen Committee for their hard work, and God bless them all. Ob 75. obletnici osvoboditve taborišča Mauthausen in seveda konca vojne v Evropi se moramo spomniti na deklaracijo Mednarodnega komiteja Mauthausen, ki je objavil že v maju mesecu 45. leta, kjer je zahteval svobodo za človeka in vse ljudi na svetu. Ta deklaracija se je uporabljala dolga leta in Mauthausenski komitej je to dopolnil z prisego, ki jo zdaj navzoči ob obletnici osvoboditve slovesno potrdimo. V tej zvezi moram povedati še eno redkost s ponosom, da Slovenija v svojem tekstu svoje nacionalne himne omenja ravno vse te svoboščine človeka. Люди світу, я бувший в'язень 4 концтаборів Терезин, Освенцим, Мауthausen, Лінц-3, звертаюся до вас. Тільки взаємодія між нами може зупинити те, що зараз твориться в світі. Дружба і взаємодопомога допомогла нам вижити. Нам дали їжу брукву, а я не міг її їсти, бо перед цим над моїми зубами попрацював доктор Менгеле. Тоді Федір, Громов, мій друг, взяв мою брукву, жував в своєму роті і мене годував. Це не можуть зрозуміти люди, які не пережили голод. Люди, будьте пильними і бережіть світ. Die Arbeit vom Mauthausen-Komitee ist besonders wichtig, damit die Gräuel der KZ nicht vergessen werden, denn es gibt fast keine überlebenden Zeitzeugen mehr. My name is Daniel Hanoch. I was born in 1932 in Lithuania. All our family been murdered by the Germans and the Lithuanians. I was in
many camps like Dachau, Auschwitz, Mauthausen, and liberated in Gunskirchen. The message to the world is to stop any racism, fascism, and anti-Semitism. To not to repeat what happened in the past, as for my experience. Wir gedenken einer Zeit, in der das Leben an sich nur wenig Wert hatte, vor allem in den Konzentrationslagern. Die Arbeitsfähigkeit der Häftlinge und die Möglichkeit, Menschen wirtschaftlich auszubeuten, entschied über Leben und Tod. Die Nationalsozialisten überzogen Europa mit einem Netz an Konzentrations- und Vernichtungslagern, Verfolgungsbehörden und Dienststellen sowie einer Reihe von weiteren Instrumenten, die alle ein gemeinsames Ziel hatten: die Ausgrenzung, Verfolgung und Vernichtung politisch Andersdenkender, rassisch Verfolgter und von Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden. Das KZ Mauthausen war nicht nur an einem Ort in Oberösterreich. Es war ein System. Mauthausen, Gusen und rund 50 KZ-Außenlager in nahezu allen Bundesländern Österreichs. Allesamt Orte des Terrors. Die Steinbrüche prägten die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen, die im KZ Mauthausen inhaftiert waren. Die Produktion in den Steinbrüchen wurde ab Herbst 1943 verringert und der Großteil der Häftlinge wurde an die Rüstungsindustrie vermietet. Dazu wurden an den Industriestandorten in enger Zusammenarbeit mit der SS weitere Außenlager erbaut. Unter unvorstellbaren Umständen mussten die KZ-Häftlinge ihre Arbeit verrichten. Und die Todesrate in manchen dieser Außenlager war enorm. Die eigens errichteten KZ-Außenlager verteilten sich unter kriegswirtschaftlichen, ressourcen- und verkehrstechnischen Aspekten in ganz Österreich und zeitweise übertraf ihr Häftlingsstand den des Stammlagers Mauthausen. Die Profitmaximierung für die Industrie stand ohne jede Rücksichtnahme auf Menschenleben im Vordergrund. Die von der SS angewandte Methode Vernichtung durch Arbeit widersprach keineswegs ihren wirtschaftlichen Interessen. Häftlinge, die nicht mehr arbeitsfähig waren, wurden ermordet. An vielen Orten der ehemaligen Außenlager bildeten sich bereits vor Jahrzehnten lokale Initiativen, die sich in Zusammenarbeit mit dem Mauthausen-Komitee Österreich um die regionale Aufarbeitung dieses Aspekts der österreichischen NS-Vergangenheit kümmern, die örtliche Gedenkarbeit und antifaschistische Projekte organisieren. Dadurch gibt es neben der Befreiungsfeier in Mauthausen jedes Jahr mehr als 110 Gedenkveranstaltungen in ganz Österreich. Zehntausende Menschen setzen ein beeindruckendes Zeichen für ein Niemals wieder. Durch das interaktive Vermittlungsangebot des Mauthausen-Komitee an Orten ehemaliger Außenlager werden diese Gedenkorte als Lernorte für junge Menschen genutzt, um ihnen Faschismus und Rechtsextremismus sowie Diskriminierung einerseits und Zivilcourage und gesellschaftliche Verpflichtung andererseits im Gestern und im Heute zu vermitteln. Mit der Mauthausen-Außenlager-App ist es nun für Jugendliche und historisch Interessierte aller Altersgruppen möglich, Orte des ehemaligen Lagersystems Mauthausen auch virtuell zu besuchen. Zahlreiche Zeitzeuginnen-Interviews, Fotos, Berichte und historische Basisinformationen sowie 25 virtuelle Touren sind nun für alle weltweit kostenlos zugänglich. Für die Überlebenden des KZ Mauthausen und seiner Außenlager war und ist die persönliche historische Wissensvermittlung von enormer Bedeutung, insbesondere die Sensibilisierungsarbeit mit Jugendlichen. Mit der Übergabe ihres Vermächtnisses im Jahre 2000 anvertrauten die Überlebenden diesen Auftrag an das Mauthausen-Komitee Österreich. Das Gedenken an die Befreiung findet auf dem Appellplatz des ehemaligen KZ Mauthausen zwischen rekonstruierten Baracken statt. Hier versammeln sich jedes Jahr auch die Vertreterinnen einzelner Religionsgemeinschaften, Seite an Seite. Eine besondere Geste in Österreich. Stellvertretend für alle Kirchen- und Religionsgemeinschaften folgen nun 3 Statements. Karl Alt wurde 1910 in Wien geboren.
Mit seiner Familie wuchs er in der Burggasse 122 auf. Im selben Haus führte sein Vater ein Geschäft für Tücher und Schals. Karl studierte Medizin, aber die Nationalsozialisten verbannten ihn von der Uni, weil er Jude war. Der Familie wurde die Gewerberechtigung für den Laden entzogen, weil sie Juden waren. Sie flüchteten. Karl und sein Bruder Alfred wurden 1940 in Mailand festgenommen, nach Mauthausen deportiert. 2 Monate später waren beide tot. Gedenken funktioniert nicht mit Statistik. Wenn wir gedenken, ehren wir die Opfer und erinnern daran, was Menschen antun können. Ein Auftrag, der sich aus der Erinnerung ableitet, ist es, Menschlichkeit immer und überall vorzuleben und einzufordern. Jeder der fast 100.000 Todesopfer von Mauthausen hat eine Familie und eine Geschichte. Gedenken wir ihrer auch 75 Jahre nach der Befreiung. Für unsere Kinder, für die Menschlichkeit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, heißt es im 22. Psalm. In dieses Gebet haben viele, die diese Gottesferne erfahren haben, eingestimmt. Die Verbrechen des Nationalsozialismus konfrontieren uns in radikaler Weise mit dieser Erfahrung. Die Kirchen, gerade meine evangelische Kirche, haben damals versagt und viel zu wenige haben widerstanden. Das Erinnern an das Versagen und das Gedenken der Opfer ist in zweifacher Weise notwendig. Die Täter dürfen nicht das letzte Wort haben. Und ohne das Erinnern der Lebensgeschichten der Opfer mit in die Zukunft zu nehmen, bleibt die Zukunft gefährdet. Nur so kann Entwicklungen widerstanden werden, die bereit sind, den Wert des Lebens über den Wert anderer zu stellen. Gott hört den Schrei der Opfer, heißt es im Psalm. An der Wurzel von Terror und Barbarei stand nicht selten die Anmaßung absoluter Macht über Leben und Tod, stand die Verachtung von Menschen, von Traditionen, die im jüdischen Volk lebten, von Behinderten und Zigeunern, von politischen Gegnern, die Verachtung von anderen. Es wurde selektiert, was den eigenen Interessen und Plänen entspricht, und dementsprechend wurden die Menschen eingeteilt in Freunde und Feinde, Menschen und Untermenschen. Auch die gegenwärtige Kolonisierung der Lebenswelten kennt keinen wirklichen Respekt vor der Freiheit anderer. Und die Universalisierung der Gleichgültigkeit wiederum kennt keine Anteilnahme an den Opfern, keine Solidarität mit dem Leiden. Wirkliche Humanität, Menschlichkeit muss universal und konkret sein. Va pensiero sull'ali dorate, Flieggedanke auf goldenen Schwingen, vielen bekannt als Gefangenenchor oder Freiheitschor aus der Oper Nabucco von Giuseppe Verdi. Die Geschichte thematisiert auch das Streben des jüdischen Volkes nach Freiheit aus der babylonischen Gefangenschaft.
Deshalb war die Geschichte in Nazi-Deutschland zunächst unerwünscht, bis 1940 eine arisierte Version vorlag. Dass so viele Menschen in dem vereinten Europa seit Jahrzehnten für Frieden und gemeinsame Werte eintreten, gibt uns die Hoffnung, dass dieses Europa jetzt wesentlich mehr internationale Solidarität bewirken kann. Hören wir nun den Präsidenten des Europäischen Parlaments. Carissimi giovani europei, mi avrebbe fatto molto piacere incontrarvi a Mauthausen in occasione del 75° anniversario della sua liberazione. Desidero tuttavia rivolgervi un pensiero, un particolare saluto, perché quello che è successo in quel luogo è figlio della nostra storia e non può lasciarci indifferenti. A Mauthausen, uno dei più terribili lager nazisti, si è incarnata la negazione stessa della nostra umanità. Tra il 1938 e il 1945 in questo campo di concentramento furono deportate circa 190.000 persone di differenti nazionalità, tra di loro oppositori politici, persone perseguitate per motivi religiosi, omosessuali, ebrei, rom, sinti, prigionieri di guerra. In questo campo dell'orrore le violenze, le punizioni disumane e le uccisioni arbitrarie costituivano la quotidianità. Quello che è successo a Mauthausen e in tutte le fabbriche della morte disseminate nello spazio europeo ci chiama alla responsabilità, a non dimenticare, ci impone l'obbligo della vigilanza, di tenere viva la memoria. Come ha scritto Primo Levi, se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. Mauthausen ci ricorda e ci insegna ogni giorno di quali orrori può essere capace l'uomo se si lascia catturare dal fanatismo, dall'odio, da teorie aberranti, le stesse che anche ora oggi spargono sangue innocente in tante parti del mondo, mettendo a rischio la pace, la civiltà, la convivenza reciproca. Ma la forza dell'intolleranza, il culto della potenza e le barbarie dei totalitarismi non possono prevalere, non prevarranno sulla civiltà e sul diritto e non avranno la meglio sulla nostra umanità. L'Europa è nata dopo gli orrori del nazismo e la sua costruzione rappresenta non solo la risposta politica a tutto questo, ma anche uno dei motori fondamentali del processo di integrazione tra i nostri paesi democratici. Oggi l'Europa ha di fronte a sé sfide molto impegnative. La nostra storia ci insegna che non sarà il nazionalismo di ritorno a proteggerci dalle nuove insidie, perché la sacralizzazione delle frontiere, così come la ricerca di un'identità pura e univoca, non farà altro che produrre nuovi nemici. L'Europa, al contrario, si è formata e vogliamo continuare a formarsi con le nostre diversità, con il pluralismo politico, religioso, culturale. Mi rivolgo a voi, cari giovani europei. Per impedire negazionismi e amnesie dovete tutti sentire l'impegno per una lucida e vigile coscienza storica, capace non solo di rendere testimonianza, ma anche di capire, prevenire, intervenire ogni qualvolta si diffondono i semi del male assoluto. Il 16 maggio 1945, in occasione del rimpatrio del primo contingente di deportati, si tenne sul piazzale dell'Appello a Mauthausen una grande manifestazione antinazista, al termine della quale fu approvato un testo che è noto a tutti come il giuramento di Mauthausen. Quell'appello è un documento di rilevanza storica eccezionale che abbiamo il dovere di rileggere, valorizzare, diffondere. Quelle parole e quegli ideali di libertà, amicizia, solidarietà tra i popoli costituiscono i nostri valori comuni, sono alla base del nostro diritto. L'idea di Europa, di un'Europa unita, pensata da Altiero Spinelli, nasce nei campi di concentramento, nei campi di annientamento nazisti, fascisti e poggia su una premessa: mai più guerre, mai più nazionalismo sfrenato, mai più razzismo, mai più istigazione all'odio e alla violenza. Le parole contenute nel giuramento di Mauthausen devono essere un monito per tutti noi, ma soprattutto per voi, giovani europei, un modo per ricordare ma anche per onorare il sacrificio di chi in questo campo ha perso la vita, ha lottato per un mondo migliore, ha difeso i valori di libertà e di giustizia. Buon lavoro. Der Steinbruch Wiener Graben und die sogenannte Todesstiege sind die Symbole für das KZ Mauthausen.
Die ersten Häftlinge kamen schon im August 1938 in Mauthausen an, nur wenige Monate nach dem sogenannten Anschluss, aber über ein Jahr vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Tausende Männer mussten jeden Tag die Todesstiege hinaufsteigen, in Reihen zu 5, mit einem Granitblock auf dem Rücken, der oft mehr wog als der Häftling selbst. Die Arbeit im Steinbruch, der Weg über diese Stiege, forderte die meisten Todesopfer im KZ Mauthausen. Eine menschliche Schlachtgasse. Nach der Befreiung des KZ, also 1945, sind Millionen von Menschen aus ganz Europa diese Stufen hinauf und hinunter gestiegen. Am Anfang wurden sie noch von den Überlebenden begleitet. Das Ersteigen dieser 186 Stufen ist wohl einer der wichtigsten und emotional anrührendsten Momente des Gedenkens in Mauthausen geworden. Anlässlich der letzten Befreiungsfeier am 5. Mai 2019 haben das Comité International de Mauthausen und das Mauthausen-Komitee Österreich ein starkes Zeichen gesetzt, um auf die historische Bedeutung der Todesstiege als Mahnmal an den Naziterror hinzuweisen. L'empreinte des camps nazis ne disparaîtra pas avec les derniers survivants. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des malheurs de la guerre. Les camps de la SS sont sans équivalent. Un système esclavagiste d'assassinat de masse fondé sur le principe d'inégalité à dimension transnationale. Le serment prononcé à Mauthausen par les détenus libérés refonda, au nom des peuples ayant subi l'oppression nazie, une conscience universaliste. Parmi les vestiges de la forteresse, des carrières, des galeries souterraines, la foule de mai célèbre avec la libération du camp l'universalité des droits humains. Or, sur l'espace européen, des fractures sont réapparues qui touchent à l'essentiel. La question majeure d'une humanité sans frontières allait être au cœur du 75e anniversaire. Il est bon que la sphère virtuelle relate quelques signaux des rendez-vous empêchés. Manquent les espaces et les foules, l'émotion des protocoles et des embrassades, la vertu des discussions. En ce temps où plane le risque d'une humanité virtuelle formatée, c'est fâcheux. Transférons sur mai 2021 les énergies militantes qui allaient converger à Mauthausen. C'est le vœu que nous formons. Zatočenici koncentracionog logora Mauthausen bili su pripadnici 72 nacije. Iako su se mnogi od njih borili protiv fašizma, delili su se međusobno po političkoj, verskoj i nekoj drugoj osnovi. Ipak, shvatili su da samo udruženi, deleći teret gladi i nacističke torture mogu imati šanse da prežive. Danas smo svedoci velike krize koja ima ne samo zdravstvene, već i ekonomske i političke posledice. Širom sveta milijardu ljudi gladuje svakog dana. Taj broj će se povećati zbog ove krize. Ukoliko se povedemo idealima i principima međunarodne solidarnosti, koji su nam u nasleđe ostavili zatočenici, imamo šansu da umanjimo gubitke i odnesemo pobedu u borbi za pravedniji svet slobodnog čoveka. Živela međunarodna solidarnost. Ein Offizier der US-Marine wurde zu einem der wichtigsten Zeugen für die Strafverfolgung im Fall Mauthausen, Jack Hendrick Taylor. Im Oktober 1944 kam Taylor als Agent der OSS, dem damaligen Geheimdienst der Vereinigten Staaten während des Zweiten Weltkriegs, nach Österreich, wurde von der Gestapo enttarnt, verhaftet und im März 1945 ins KZ Mauthausen verlegt. Offizier Taylor war einer der wenigen amerikanischen Insassen im Lager. Er sammelte Informationen über die im Lager begangenen Gräueltaten und notierte die Informationen seiner Mitinsassen. 4-mal zum Tode verurteilt, wurde er jedes Mal von seinen Mithäftlingen vor der Hinrichtung gerettet. Taylor sollte unbedingt überleben, denn einer musste schließlich berichten. Taylor überlebte und er berichtete. Kurz nach der Befreiung des Lagers Mauthausen wurde Taylor interviewt. Die Aufnahme stammt vom 11. Mai 1945. I'm Lieutenant Senior Grade Jack H. Taylor, U.S. Navy, from Hollywood, California. Believe it or not, this is the first time I've ever been in the movies. I've been working overseas in occupied countries in the Balkans for 18 months. In October 1944, I was the first Allied officer to drop into Austria. I was captured December 1st by the Gestapo, severely beaten, even though I was in uniform, severely beaten and considered as a non-prisoner of war. I was taken to Vienna prison
where I was held for 4 months. When the Russians neared Vienna, I was taken to this Mauthausen concentration lager, an extermination camp, the worst in Germany, where we have been starving and beaten and killed by gas, by shooting, by beating, that is, beating with clubs, by exposure, that is, standing out in the snow naked for 48 hours and having cold water thrown on them in the middle of winter, starvation, dogs, and pushing over a 100-foot cliff. This is all true, has been seen, and is now being recorded. Look at that uniform you have on. This uniform, I came here in uniform, but it was taken away from me, and this was substituted with my number in USA. I have been condemned to death as another American also in this camp, but fortunately the 11th Armored Division has come through and saved us in time. Vertreter und Vertreterinnen internationaler Lagerkomitees und großer zivilgesellschaftlicher Organisationen leisten wertvolle Beiträge. Und so viele junge Gesichter unter den Teilnehmerinnen zu sehen, berührt nicht nur die Zeitzeuginnen und schafft Zuversicht. Und die Anwesenheit dieser zahlreichen Jugendorganisationen verleiht dem Vorsatz niemals vergessen eine eigene Kraft. Stellvertretend für alle sehen und hören wir nun die Präsidenten und Präsidentinnen vom Roten Kreuz, dem Internationalen Dachau Komitee und der Bundesjugendvertretung. André Dunant, der Gründer des Roten Kreuzes, rief 1859 angesichts der Schlacht von Solferino, wo es viele Verletzte aus unterschiedlichen Nationen gab, aus: Noi siamo tutti fratelli, wir alle sind Brüder. Und er wurde zum Begründer der größten humanitären Hilfsorganisation des Roten Kreuzes und er träumte von einer Welt voller Menschlichkeit. Doch die Menschlichkeit hat seitdem auch viele Niederlagen erleiden müssen. Ich denke dabei natürlich an Mauthausen und die anderen Konzentrationslager, wo sich schier Unfassbares ereignet hat und wo man sehen kann, wozu Menschen fähig sind, wenn sie durch Fanatismus und überzogenen Nationalismus aufgeheizt werden. Das muss uns zu denken geben und wir müssen auch heute noch daraus unsere Schlüsse ziehen. Wir dürfen das nie vergessen und gerade das Rote Kreuz ist eine Institution, das alle Menschen mit berücksichtigt und ihnen hilft, ganz gleich, welche Hautfarbe sie haben, welcher Nationalität sie sind, welchen Ursprung sie sind. Und wir versuchen auch der Jugend Werte der Humanität zu vermitteln. Und das ist das Wesentliche, weil Fanatismus kann immer wieder kommen. Es ist wichtig, menschlich zu bleiben. Es ist wichtig, was immer sich ereignet, ein Mensch zu sein und die Humanität zu verteidigen. Le Comité international de Dachau s'associe volontiers aux commémorations virtuelles de Mauthausen en ce 75e anniversaire de la libération des camps. Celui de Dachau, qui a fonctionné 12 ans, reste un symbole du régime nazi, le modèle du système concentrationnaire, de répression des opposants politiques allemands, des déportés de tous les pays occupés, des juifs et de toutes les autres catégories de détenus. Nombreux furent les détenus de Dachau qui connurent ensuite l'horreur de Mauthausen. Cette colombe internationale de la paix rappelle les drapeaux jaillis dans tous les camps libérés. Les détenus redevenaient des hommes, soucieux de revoir leur famille, leur patrie libérée de l'occupant nazi, et de créer l'État-nation du peuple juif, Israël. La pandémie renforcera la solidarité entre nos nations, éprise de démocratie et de liberté. Als Bundesjugendvertretung setzen wir uns dafür ein, die Vergangenheit nicht zu vergessen. Deswegen nehmen wir auch jedes Jahr an der Befreiungsfeier im Konzentrationslager Mauthausen teil. Denn für uns Junge ist es wichtig, Schlüsse aus der Vergangenheit zu ziehen und diese ins Heute zu transportieren. Vor über 70 Jahren führten Ausgrenzungen und Abwertungen von Menschen dazu, dass der Nährboden für den Holocaust und seine Grausamkeiten gelegt wurde. Auch heute erleben wir wieder Diskriminierungen und Ausgrenzungen von Menschen. Grenzen werden dicht gemacht, anstatt solidarisch zu agieren. Wir schauen dabei weg,
während Menschen in Flüchtlingslagern Gesundheitsrisiken ausgesetzt werden. Wir dürfen nicht zulassen, dass wir Grenzen dabei setzen, wem Menschlichkeit zuteil wird. Setzen wir uns für mehr Solidarität und ein soziales Miteinander ausnahmslos für alle ein. Denn Menschlichkeit darf keine Grenzen setzen und kennt keine Grenzen. Weder damals, gestern noch heute. Ein Lied hat eine ganz besondere Bedeutung für jede Befreiungsfeier. Die Moorsoldaten. Bereits 1933 im KZ Börgermoor entstanden, entwickelte es sich zur heimlichen Hymne der KZ-Häftlinge. Und wurde in unzählige Sprachen übersetzt. Die Moorsoldaten singen wir immer gemeinsam beim Auszug aus dem ehemaligen KZ Mauthausen am Ende der Befreiungsfeier. Auch das Auge blinket, Moor und Heide nur ringsum. Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten, ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten, ziehen mit dem Spaten ins Moor. Guten Tag, es spricht hier der Herr Paul Charles Spielmann aus Israel. Ich bin ein geborener Österreicher aus Wien, geboren am 1.7.1931. Und ich bin schon ungefähr 89 Jahre alt und lebe schon 75 Jahre in Israel. In den vorherigen Jahren war ich jedes Jahr in der Zeit von den Andenken der Holocaust in den Konzentrationslager Mauthausen, Mehl-Gunskirchen und auch bei dem Fest der Freude bei den, in Wien in den Heldenplatz. Jetzt, dieses Jahr konnte ich nach Österreich kommen wegen dieser Virus von den Corona zu meinem Bedauern. Und, ich hoffe, dass das nächste Jahr werde ich schon wieder die Option haben, nach Wien zu dieser Zeit anzukommen. Vielen Dank. Stanisław Zalewski, były więzień niemiecko-nazistowskich obozów koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Gusen I, Gusen II. Otrzymaliśmy zaszczytne miano świadków historii. Historii, która według świętego Jana Pawła II warstwą wydarzeń powleka z wymagania sumień. W warstwie tej drgają zwycięstwa i upadki. Historia ich nie pokrywa, lecz uwydatnia. Czy historia może popłynąć przeciw prądowi sumienia? Z tego wynika mój dylemat o przebaczaniu i odpuszczaniu winy. Człowiek jest geniuszem, ale jednocześnie bardzo nieodpowiedzialnym. Minione i obecne wydarzenia na całym świecie oddalają realizację najważniejszego zadania, jakie stoi przed ludnością. Godne życie w pokoju, wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu. I to może spełnić człowiek dla drugiego człowieka. A nácizmus üldözötteinek képviseletében beszélek Budapestről. Hogy együtt emlékezzünk a Mauthauseni tábor felszabadításának 75. évfordulójára. Nem tudjuk és nem akarjuk elfelejteni a 3/4 évszázaddal ezelőtti üldözést, a holokausztot, a legyilkolt ezreket. A holokauszt felfoghatatlan, leírhatatlan tragédia, amelyre kötelességünk emlékezni és emlékeztetni az emberiség jövője érdekében. A múlt sötét árnyai ismét feltűntek, megjelent a nacionalizmus, erősödött az idegengyűlölet és az antiszemitizmus.
Mi megtapasztaltuk, hogy hova vezetnek a sötét ideológiák, teret nyernek, és a gyilkos eszmékből gyilkos tettek következnek. Ne tűrjünk, fogjunk össze, az emberiesség nem ismer határokat. I am Max Garcia from Amsterdam, Holland. I am 96 years young. Can you name the concentration camps you've been in? I have been to Westerbork in Holland. I went then to Auschwitz by train. I went then from Auschwitz to Buna. Stayed in Buna for about 10 days, went back to Auschwitz. From Auschwitz in Poland, I went on a death march. Death march when we were evacuated out of the camp, and I then spent Mauthausen, Melk, Ebensee, which is liberated. Care ragazzi e cari ragazzi, so che sareste arrivati da tutta Europa. Usate allora questo tempo del non viaggio, per formare la vostra coscienza e le vostre opinioni. Quando recuperete questo viaggio, sarete ancora più pronti ad affrontare in maniera diversa, più consapevole, questa esperienza. Solo la consapevolezza di quello che è stato può essere un vaccino contro ciò che l'ha generato. Come c'è stato chi ha scelto l'indifferenza, di girarsi dall'altra parte, di non vedere, c'è stato invece chi ha scelto di essere un giusto, di aiutare, di proteggere, di sacrificarsi. Per questo vi esorto a pensare che c'è sempre la possibilità di scegliere, anche quando pensiamo che non ci siano alternative, che in fondo è così che funziona, sappiate che dipende sempre da ciò che noi scegliamo. La responsabilità è sempre individuale, è sempre la nostra. Il viaggio nei luoghi di morte sia sempre un monito e un insegnamento per scegliere la vita. Buon viaggio ragazzi, buon viaggio della mente prima e buon viaggio quando potrete andare a visitare Mauthausen. Wir agitieren euch ganz herzlich für 2021 bei der Liberationsfeier von Mauthausen dabei zu sein. אנו מזמינים אתכם מכל הלב ליום הזיכרון לשנת 2021 במאוטהאוזן. Vi invitiamo di cuore alla cerimonia del 2021 a Mauthausen. Srdačno vas pozivamo na komemoraciju Mauthausenu 2021. Мы от всего сердца приглашаем вас на празднование годовщины освобождения узников Маутхаузен в 2021 году. Amen. Agaras tumen uso napan li pesquero. Mulan di jago ando o Mauthausen tu eseri de bishop yek. Os invitamos cordialmente a la próxima conmemoración en 2021 en Mauthausen. Nous vous invitons à vous réunir avec nous pour les prochaines commémorations à Mauthausen en 2021. Wir laden euch sehr herzlich zur Befreiungsfeier 2021 in Mauthausen ein. Srdečně vás zveme na oslavu osvobození Mauthausenu v roce 2021. Szeretettel meghívjuk Önt a 2021-es megemlékezésre Mauthausenben. Ми щиро запрошуємо вас на святкування річниці визволення концтабору Маутхаузен у 2021 році. Σας προσκαλούμε εγκάρδια να αποδώσουμε φόρο τιμής το 2021 στο Mauthausen. Wij nodigen u van harte uit voor de herdenking 2021 in Mauthausen. Serdecznie zapraszamy na uroczystości rocznicowe, które odbędą się w 2021 roku w Mauthausen. Vabimo vas na naslednjo komemoracijo Mauthausenu leta 2021. We heartily invite you to our commemoration 2021 in Mauthausen.
Im Namen des Mauthausen-Komitee Österreich bedanken wir uns bei den Mitgliedern und Unterstützerinnen der österreichischen Lagergemeinschaft Mauthausen, des Comité International de Mauthausen und des Mauthausen-Komitee Österreich. Diese virtuelle Befreiungsfeier, aber auch alle anderen über 110 Gedenk- und Befreiungsveranstaltungen in ganz Österreich basieren auf ehrenamtlichem Engagement der lokalen Initiativen des Mauthausen-Komitees. Danke. Finanzielle Unterstützung für die Veranstaltung kam von der Bundesanstalt KZ-Gedenkstätte Mauthausen und von allen Bundesländern Österreichs. Aber ohne die vielen, vielen privaten Spenderinnen und Spender wäre die virtuelle internationale Befreiungsfeier nicht möglich. Wir bedanken uns auch für die unentgeltlich zur Verfügung gestellten Musikbeiträge. Bei ORF 3 für die Live-Übertragung und bei den Medienvertreterinnen, YouTuberinnen und Bloggerinnen für ihre Berichte in alle Welt. Mit einem herzlichen Dankeschön verabschieden wir uns von allen Teilnehmerinnen und den virtuellen Gästen. Werte Zuseherinnen und Zuseher, schön, dass Sie dabei waren. Auf Wiedersehen 2021. Verzeihen, ja. Vergessen, nie.